Herzlich willkommen, ihr schaut Franks Heli Info. Heute möchte ich euch vorstellen einen Takumi Heli, einen T700CF. Viel Spaß, bis gleich. Takumi 700. Hört sich asiatisch an, ist es auch. Ein beliebter japanischer Vorname oder laut Internet frei übersetzt der Handwerker bzw. und jetzt kommt's, meisterliche Handarbeit. Und das passt natürlich hervorragend zu diesem Helikopter hier. Takumi, meisterliche Handarbeit. Der tatsächliche Herstellungsort ist Kanada. Der Yuri stellt diesen Helikopter dort her. Die Qualität vom Material, also von der Mechanik, von dem Rumpf, die Carbonverarbeitung, die ist hervorragend. Ja, Punkt. Die ist hervorragend, Punkt. Brauche ich nicht weiter darüber sprechen. Ist wirklich hammergeil. So, das mit meinen Worten. Dieser Heli ist natürlich kein Massenprodukt, könnt ihr euch ja denken, eine Kleinserie bzw. Anfertigung auf Anfrage. Das war auch in unserem Fall so. Warum sage ich in unserem Fall? Dieser Heli gehört mir nicht, der gehört der Michael aus Hannover, liebe Grüße nach Hannover. Und der hat sich hier in Europa einen Gebrauchten gekauft, hat den Yuri angerufen und sagt, du, ich schicke dir den mal, guck mal drüber, ob das alles noch so in Ordnung ist oder ob du da noch was dran verbessern kannst. Und dann schickst du den zurück und schickst noch einen zweiten hinterher. Ja. Und den habe ich jetzt hier, da hat der Michael zu mir gesagt, du, pass mal auf, den bau mir bitte zusammen. Kannst du gerne noch ein Video drüber machen, so geschehen. Und dann behältst du den erstmal. Oh, wie cool ist das denn, oder? Ja, irgendwann holt er ihn ab. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen. So, was bedeutet das? Anfertigung auf Anfrage. Jetzt habe ich mich verhaspelt hier so ein bisschen. Ihr braucht viel Zeit und viel Geld. Diese beiden Dinge braucht ihr. Es ist nun mal so, er kostet natürlich ein paar Euro. Ein paar Euro, was heißt das? Die Mechanik ohne Hauptrotorblätter und der Versand aus Kanada, seid ihr über 3.000 Euro dabei. Hui! Ist nun mal so. Und wir mussten auf diesen Heli hier speziell, etwas über ein halbes Jahr warten. Das hatte aber auch einen bestimmten Grund. Denn in der Zeit, wo Michael den bestellt hat, hat der Yuri einige Modifikationen vorgenommen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal hier Takumi 2.0. Ja. Ich kann es hier nur aufzählen, weil ich kenne ja das Vorgängermodell nicht. Das ist der allererste Takumi, den ich hier auf dem Tisch habe und ich habe keinen Vergleich. Deswegen zähle ich euch das einfach bloß auf. Eine Gewichtsoptimierung zum Vorgänger, denn er hier hat keinen Heckriemensspanner mehr. Den hat der Yuri weggelassen. Es gibt eine Alu-Heckeinheit, die war vorher auch mit Carbon, so ein bisschen. Da verlinke ich euch noch den Facebook-Kanal von Yuri, von Takumi Heli. Da gibt es richtig coole Videos und so, wie er das da macht mit seiner Fräsmaschine. Die markanteste Änderung ist das Landegestell. Das ist jetzt aus Aluminium, zweiteilig. Und die Haubenverschlüsse, die wurden wohl auch geändert. Es ist nicht vollständig, was ich hier aufzähle. Da sind bestimmt noch einige Kleinigkeiten, die verändert wurden, aber das ist das, was mir jetzt so auffiel und was mit dem Schriftverkehr, was ich Yuri so aus der Nase ziehen konnte. Das Besondere an diesem Heli ist natürlich der liegende Motor hinter der Hauptrotorwelle. Da habe ich jetzt nachher ein paar Fotos für euch. Da sind sie. Da schon eingebaut mit dem Getriebe. Da mache ich gleich mal den Deckel ab, die 3 Schrauben. Und dann können wir da mal reingucken. Hier schön geputzt, gesäubert. Und dann könnt ihr sehen, wie die Zahnräder vom Motor mit der 8 mm Welle in das Zahnrad von dem Getriebe reingreifen. Ein optischer, wunderschöner Nebeneffekt ist natürlich, dass der liegende Motor aus dem Rumpf oben ein bisschen rausguckt
und ausschaut wie eine Turbine. Finde ich zumindest. Das sieht richtig geil aus. Lieferzustand. Wie wird der Takumi geliefert aus Kanada? Wenn er ganz frisch ausgepackt ist, zeige ich euch hier. Da habe ich den aufgebaut. Mit 2 Liposchienen. Der wunderschöne Rumpf hier, das Landegestell. Ein Foto von Juri als Service. Hat er uns ein paar Fotos geschickt. Im Hintergrund seht ihr die Aluminium-Heckeinheit aus einem Stück gefräst. Kann man auch auf dem Facebook-Video ganz gut sehen. Hat ein paar Videos eingestellt. Und nochmal eine Sicht in den Rumpf hinein. Das zum Rumpf. Die Mechanik. Der Motor ist nicht im Lieferumfang enthalten. Den hat der Juri da raufgebaut und bereits justiert. Und die Mechanik ist fertig verschraubt. Also ihr müsst da nichts mehr dran rumschrauben oder irgendwas noch sichern. Es ist alles fertig. Alles, was noch nicht gesichert ist, hat Juri gelb gekennzeichnet. Die Schrauben sind dann gelb markiert. Das ist genau so, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. So wird die Mechanik geliefert. Fix und fertig. Motor, was wird verbaut? Hier ist der Scorpio Motor, bereits erwähnt. Ein Contronic Cosmic Regler, MKS Servos, eine Taumelscheibe und ein MKS 880 als Heckservo, ein Neo als Flybarless-System und 710er Firstblätter und Heckblätter dazu, die passenden. Ganz kurz erwähnen möchte ich noch, das Lipo-Schnellwechselsystem, 2 Carbon-Schienen liefert der Juri mit. Hier ist der Auslöser bzw. die Arretierung. Da drückt man hier oben drauf und kann die Einheit rausziehen bzw. reindrücken. Wie bei jedem anderen Helikopter auch. Ist ja Standard mittlerweile. Ich möchte euch zeigen den Zusammenbau von diesem Helikopter. Da war ja nicht mehr so viel zu tun. Das meiste ist ja schon vorgefertigt. Aber eine Sache fiel mir leider sofort gleich auf. Juri verwendet Flybarless-Systeme mit einem Stecksystem von oben. Also das Bavarian Demon Axon. Und einen Regler, meistens einen Hobbywing-Regler. Und hier ist ein Contronic-Regler und das Neo hier drauf gebaut. Und da ist ein kleines Problem aufgetaucht. Zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. 2 Probleme gibt es zu lösen mit dem Mount hier, mit dem FBR-Mount. Erstens muss der Contronic-Regler hier rein und der wird ja hier verschraubt, kommt hier rein und wird hier verschraubt und ich komme an diese Anschlüsse nicht mehr ran, also muss ich das wieder wegfräsen. Das wird weggefräst. Problem gelöst, überhaupt kein Problem. Aber das zweite Problem ist, das Flybarless-System, kann hier natürlich so nicht in der Luft hängen. Die Anschlüsse kommen von hier vorne rein und da ich Spektrum fliege, brauche ich natürlich einen Anschluss hier und um da ranzukommen, müsste das so weit weg. Das geht natürlich so nicht. Problemlösung ist eine Carbonplatte, die kommt hier unten eine rauf. Hier 1, 2, 3, 4 und dann kommt die zweite Platte etwas höher. Die zweite Platte und jetzt kann ich mit dem Kabel weiter hier rüber, um dort reinzukommen. Die Carbonplatte wird natürlich hier abgeschnitten und das ganze System kann dann weiter darüber. Das ist mein Lösungsvorschlag für die Platzierung von dem Flybarless-System. Aus 2 Gründen habe ich das so gestaltet. Ich hätte ihn auch umdrehen können, aber dann habe ich für die Kabellage hier überhaupt keinen Platz mehr, hier hinten auf der anderen Seite, denn hier befindet sich bereits der Servohebel von dem Nix-Servo. Kein Platz. Und der zweite Grund ist, ich muss ihn ja irgendwann abgeben, diesen wunderschönen Helikopter.
Dann kommen die Spektrum-Satelliten hier raus. Wer es noch nicht gesehen hat, einen habe ich hier oben platziert und einen hier unten. Und der Michael fliegt mit einer Viva und hier, dann müssen die beiden Antennen hier oben raus und die dürfen natürlich nicht unter dem Carbon verschwinden, sondern müssen frei sein sozusagen. Sonst hat er da Probleme mit dem Empfang. Das Coole kommt ja jetzt erst noch, die coole Geschichte kommt ja jetzt erst. Ich habe Juri ein Video geschickt, und zwar so ähnlich wie das, was ihr gerade gesehen habt, nur mit meinem gebrochenen Schulenglisch. Aber das hat er ganz gut verstanden, denn nach 24 Stunden habe ich eine Antwort bekommen aus Kanada, vom Juri höchstpersönlich. Und er schreibt, great job, also frei übersetzt jetzt, ein sehr guter Job, Frank. Die Platzierung von dem Flybarless-System, auch mit der Carbonplatte, findet er sehr gut. Und er wird auch die Trägerplatte zukünftig modifizieren. Wie geil ist das denn? Da freut man sich doch als Modellbauer oder als Kunde, ich bin ja nichts anderes, ich bin ein Kunde, der einen konstruktiven Vorschlag gemacht hat hier an dem Hersteller und bekommt dann so eine Antwort. Wie geil ist das denn? Da kann sich der eine oder andere Hersteller oder Vertreiber dann ruhig mal eine Scheibe abschneiden. Da habe ich schon ganz andere Antworten bekommen. So, kommen wir jetzt zum Einbau von den Servos, vom Regler und von der Kabelverlegung. Hier die Mechanik. Es läuft natürlich nicht in Echtzeit. Es ist zusammengeschnitten und auch teilweise in 7-facher Geschwindigkeit. Die Servos werden nochmal gecheckt, dass der Servohebel auch tatsächlich auf 90 Grad dort montiert wird. Hier sieht man schön den Servohebel vom Nick Servo. Genau davor sitzt ja das Flybarless-System und da habe ich wirklich keinen Platz mehr, um dort irgendwelche Kabel zu verlegen. Das funktioniert nicht. Die gelb gekennzeichneten Schrauben von Juri, hier gut zu sehen, die müssen ja noch ab. Die konnte er natürlich nicht sichern und verkleben, sonst würde man ja das eine Rollservo gar nicht montieren können. Das ist hier das Schutzschild vom Zahnriemen oder natürlich auch die Führung vom Motorkabel zum Regler. Hier nochmal gut zu sehen, der Flybarless-Träger, den ich da modifiziert habe. Der kommt jetzt auch nochmal ran. Und dann geht es schon los mit der Kabelverlegung. Erstmal die Taumelscheiben-Servos. Und jetzt könnt ihr auch gut sehen, dass ich da eine Zwischenebene geschaffen habe mit den Carbonplatten. Da kann man nämlich wunderbar das Kabel drunter verlegen und die dann ganz sauber zum Flybarless-System führen.
bevor ich die dann abknipse, weiß ich nicht, checke ich das bestimmt 5 bis 10 Mal, ob die auch tatsächlich die richtige Länge haben. Andauernd wird gecheckt, bevor ich hier den finalen Schnitt mache. Dann werden neue Stecker drauf gekrimmt. Und natürlich wird nochmal alles getestet, ob die Stecker auch tatsächlich alle richtig sitzen. Das seht ihr jetzt hier nicht, aber es wird nochmal gecheckt, funktioniert der Servo noch. Da wird nochmal ordentlich dran gezogen an dem Kabel, ob auch alles wirklich tatsächlich gut gekrimmt ist. Ihr könnt euch ja denken, oder ihr könnt ja auch sehen jetzt, dass die Kabelverlegung sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist ja so ein bisschen mein Markenzeichen, damit das alles vernünftig und sauber aussieht. Hier ein Spezialtool. Das ist eine alte Fahrradspeiche. Damit kann man wunderbar ein Kabel, wo man mit dem Finger nicht rankommt, kann man das da so rausangeln. Und hier seht ihr die fertig verlegten Trommelscheiben, Servokabel. Was noch fehlt, ist logischerweise das Heckservo. Findet den Platz hier unten. Und der Michael hat mir mitgegeben, wunderschöne Servohebel. Nur schade, dass man die im Takumi dann nicht mehr sehen kann. Das ist wirklich sehr schade. Die Kabelverlegung von dem Heckservo habe ich ein bisschen anders gewählt als in der Bedienungsanleitung, die es ja online gibt. Eigentlich wird es hier vorne verlegt, wo auch das Motorkabel langgelegt wird. Aber ich habe es innen verlegt, an dem Rollservo entlang. Und das kommt jetzt hier in der Mitte raus, zwischen den beiden Rollservos. Und geht dann mit den beiden Servokabeln von Roll- und Pitch-Servo zum Flyballast-System.
Die fertige Heckeinheit muss natürlich ab. Da ist sie nochmal und genau so wird sie auch geliefert vom Juri. Die ist komplett fertig zusammengebaut. Alle Schrauben sind gesichert und da hakt auch nichts, da läuft alles butterweich, wie sich das gehört. Das nächste Spezialtool seht ihr hier, Spezialtool. Alles andere ist natürlich auch möglich, logisch. Ich habe hier einfach einen Schweißdraht gewählt. Den brauche ich dann natürlich, um den Zahnriemen von vorne nach hinten durchzuziehen. Seht ihr gleich noch. So sieht es also aus vor der Hochzeit. Die Mechanik mit dem Regler vorne. So sind die Kabel also verlegt alle. Und die Mechanik darf jetzt in den Rumpf hinein. Die Mechanik dort reinzubauen, das hat mich so ein bisschen daran erinnert an einem Scale-Rumpf. Hier ist der Haken, mein Spezialtool. Jups. Und dann kommt die Mechanik da rein. Die Mechanik wird verbunden mit dem Chassis durch 4 richtig fette Schrauben. Seht ihr hier? Und da steht da der fertige Heli. Der Contronic-Regler ist auch schon drauf. Die Kabel sind alle verlegt. Noch ohne Satelliten, das seht ihr gleich, die brauche ich ja. Da sind sie dran, die Satelliten. Ich musste natürlich die Mechanik nochmal rausnehmen, um die Kabel von den Satelliten zu verlegen, das habe ich mir ganz vergessen. Hier ist der eine oben auf dem Getriebe und der andere Satellit ist unterm Helikopter, damit ich da keine Funkstörung bekomme. Und wie gesagt, die kommen ja später wieder runter. Die Heckeinheit muss noch dran. Wieder dran. Die Finne habe ich abgenommen, weil die mich einfach nur gestört hat so ein bisschen. Die war so ein bisschen im Weg. Das Riemenrad raus. Alles mit Loctite vorbereiten schon, damit ich später keine Probleme bekomme. Der Zahnriemen natürlich muss in der richtigen Position. Riemenrad wieder rauf. Und das ist alles so super passgenau. Man braucht keine Passscheiben, gar nichts. Das ist alles perfekt. Da ist es drin. Die Welle wieder rein. Und dann ganz kurz die Führung für die Madenschraube gesucht. Kann man auch sehr gut erkennen. So, da ist sie. Und dann ganz leicht angeheftet. Und dann wackel ich immer an der Welle,
habe ich auch die Führung tatsächlich getroffen, jawohl, und erst dann ziehe ich sie fest. Dann gibt es natürlich nochmal einen Check. Ist der Riemen auch tatsächlich richtig? Ja, ist er. Die Heckeinheit verschrauben und erstmal grob auf Spannung bringen, damit ich dann weitermachen kann. Den Flyballast einstellen, den Regler einstellen und so weiter. Hier steht da also vor mir der Takumi 700 flugfertig aufgebaut. Einige technische Daten habe ich noch für euch. Das Gewicht von dem Carbonrumpf mit der Heckeinheit, die habe ich dran gelassen, 1160 Gramm. Und von der Mechanik mit dem Motor, den Servos und dem Flyballast-System, allerdings ohne den Regler, 2282 Gramm. Das Gewicht ohne 12S Lipo, also das Leergewicht sozusagen, 4375 Gramm. Und das Gewicht flugfertig mit einem 12S Lipo bzw. 2x6S 6200 mAh Lipos sind 6 Kilo, 6060 Gramm. Jetzt bleibt natürlich noch eine Frage offen. Eine Frage steht noch im Raum, die ich euch gerne beantworten möchte. Der liegende Motor hier. Gibt es Vorteile? Gibt es Nachteile? Irgendwelche Auswirkungen auf das Flugverhalten? Bei meinem Flugstil habe ich keinen Unterschied feststellen können zu anderen Helikoptern, die einen stehenden hier oder einen hängenden Motor verbaut haben. Gar nichts habe ich da feststellen können. Es gibt einfach keinen Unterschied. Jeweils nicht bei meinem Flugstil. Andere Rotationskräfte, andere Drehmomentkräfte, das mag sein, dass es auf dem Papier in der Theorie, dass man da einen Unterschied erkennen kann, aber in der Praxis gibt es keinen. Punkt. Vorteile von dem liegenden Motor, ganz klar, ist einmal die Kühlung. Perfekter geht es ja wohl kaum. Und was ich schon angesprochen habe, die Optik, die gefällt mir einfach hammergeil. Der liegende Motor hier und dann noch, dass das Getriebe hier so ein bisschen rausguckt. Finde ich geil, finde ich, sieht voll cool aus. Nachteil, haben wir auch einen Nachteil. Okay, klar, haben wir das Gewicht vom Getriebe und die paar Zahnräder mehr, die sich da drehen müssen. Das muss auch alles umgelenkt werden, der ganze Kram. Das wirkt sich natürlich auf das Gewicht aus. Ne? Die 6 Kilo flugfertig, die müssen ja woher kommen. Das summiert sich dann alles. Ich höre schon die ewigen Nörgler, die, wenn ein Hersteller etwas Neues rausbringt, der ist ja nicht neu hier, den gibt es ja schon seit 2015, und die bringen was Neues raus und die sagen dann, was ist das für ein Quatsch hier? Ein liegender Motor und das Getriebe, da muss sich alles drehen, das ist alles viel zu laut, das geht alles viel zu schnell kaputt, alles viel zu viel Gewicht hier, das ist alles scheiße, das ist alles doof. Das sind aber die gleichen Leute, die sich beschweren, wenn ein Hersteller nichts Neues rausgibt, nichts Neues rausbringt und die dann sagen, was ist denn das hier? Das ist ja schon 20 Jahre alte Technik, wie lange wollen die uns denn noch diesen Scheiß andrehen? Die sollen mal was Neues hier rausbringen, das gibt's doch gar nicht. Man kann es nicht jedem recht machen, das weiß ich, aber diese Nörgler, die sterben halt einfach nicht aus. Was will ich damit sagen? Wir sollten doch alle froh sein, dass es überhaupt noch verschiedene Hersteller gibt, die sich trauen, etwas Neues rauszubringen. Das beste Beispiel ist hier natürlich Goblin. Mit dem Kraken, mit dem Getriebe, mit dem RAW, mit der neuen Optik oder hier natürlich auch Takumi, ne? Mit dem liegenden Motor. Und der Yuri schläft natürlich auch nicht, er hat hier auch schon einige Sachen modifiziert. Daran sollten wir doch einfach mal denken. Im Anschluss habe ich noch ein kleines Flugvideo für euch. Ich fliege dort mit einer Regleröffnung von 75% und das ergibt ziemlich genau eine Kopfdrehzahl von 1800 Umdrehungen. Was bleibt noch weiter zu sagen? Ganz liebe Grüße nach Kanada. Vielen Dank, Yuri, für diesen wunderschönen Helikopter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao.
Flugzeug, ist egal.